Muss man natürlich nicht machen. Alles optional. Man kann von Anfang an sagen, nö, ich mache nur die Main Quest. Ist mir alles egal. Aber ich würde die Sidequests schon noch gerne mitnehmen. Es ist ja auch interessant, was man da mitbekommt. Die Sidequests, also sind einfach, beziehungsweise die Charakterquests sind es ja, ne? Also es ist nicht die Main Story, aber es sind Side-Stories von den Charakteren, die man hier rekrutiert hat eben. Und ich finde die auch nice. Aber es fühlt sich ein bisschen zu mechanisch an. Toll. Es fühlt sich... Ja, ich klapper die halt einfach alle nur ab, ne? Es fühlt sich nicht organisch an und das ist halt schade. Ich glaube, wenn ich jetzt nur Main Story machen würde, würde es sich organisch anfühlen. Wenn ich nur einen Sidequest oder Nebencharakter Story Quest Strang machen würde, nur den, wenn das gehen würde, geht ja glaube ich gar nicht, dann würde sich das auch organisch anfühlen. Aber so hat man halt ständig diese Unterbrechung, ne? Ich kümmere mich um den einen, dann kümmere ich mich um den nächsten, dann kümmere ich mich um den nächsten, den nächsten und nächsten und nächsten. Dann mache ich wieder Main Story. Dann haben wir wieder mega viele Side Stories, die wir machen können. Also eben Story von den Nebencharakteren. Dann kümmere ich mich um eine Person, dann um die nächste und um die nächste und um die nächste und die nächste. Und bis zu einem gewissen Punkt fühlt sich das irgendwie gar nicht so fragwürdig an. Aber jetzt bin ich an einem Punkt. Man muss auch sagen, das Game ist wahrscheinlich bald vorbei, also lange wird es nicht mehr gehen, denke ich. Dafür wird es aber noch einen Teil 2 geben, also ich glaube, dass wir Gillenane töten werden, aber ihr Bruder wird überleben und um den geht es dann in dem nächsten Dragon Age, so wie es aussieht, weil der ist ja noch mächtiger und wir werden den auf jeden Fall nicht mehr in dem Spiel noch down kriegen. Aber ja, es wirkt jetzt immer so ein bisschen mechanisch, ne? Ich klapper das alles einfach nur noch alles ab und es fühlt sich nicht mehr organisch an, aber eine gewisse Zeit lang hat es das auf jeden Fall. Nur jetzt haben wir halt so viele Charaktere, ne? Wir haben so viele Charaktere in unserem Team, dass man halt unfassbar viele Leute abklappert und immer so ein bisschen in die Story-Quests von denen reindickt. Ne? Es geht immer ein bisschen weiter. Da geht's ein bisschen weiter, da geht's ein bisschen weiter, da geht's ein bisschen weiter, da geht's ein bisschen weiter. Dann die Main-Quest geht ein bisschen weiter. Dann wieder Story-Quest. Geht ein bisschen weiter, geht ein bisschen weiter, geht ein bisschen weiter, geht ein bisschen weiter, geht ein bisschen weiter. Und das ist irgendwie scheiße. Also wenn, dann müsste man das irgendwie so strukturieren vom Spiel her, dass man ein größeres Segment von einer Person spielt, um mehr drin zu sein. Weil jetzt ist es so, dass man überall gleichzeitig ein bisschen drin ist und das ist total schwierig zusammenzukriegen und man ist einfach nicht so fokussiert auf einen Charakter. Ich wäre gern mehr fokussiert auf einen oder zwei oder drei Storystränge, dafür ein bisschen länger. Und dann ebbt das ab und die Story, also wenn man schon so viele Teammember hat, was vielleicht auch einfach nicht gut möglich ist in so einem Spiel, und dann macht man wieder andere 2, 3 Storystränge für eine längere Zeit und dann ebbt das auch wieder ab, damit man halt mehr investigated ist in die einzelnen Storystränge. Also fühlt sich halt tatsächlich zu sehr wie Arbeit an, es ist zu technisch, man klappert das alles einfach nur ab. Es ist zu offen strukturiert sozusagen, ne? Genau, jetzt könnte ich schon wieder mit ihr reden. Es tun sich schon wieder neue Sidequests auf und man klappert das halt alles ab, ne? Es geht schon bei allen weiter und die Storys sind auch gut, aber die Art und Weise, wie man sie abklappert, ist eben nicht gut.